In diesem Video erkläre ich, wie man auf einem Filmset heutzutage typischerweise Bild und Ton synchronisiert. Das Bild wird auf eine Kamera aufgezeichnet und der Ton extern auf einen Recorder, wie zum Beispiel hier den Sound Devices 744T. Zur späteren Synchronisation von Bild und Ton könnte man eine Klappe verwenden, heute wird das aber meist mit Timecode gemacht. Typischerweise ist hierbei der Audio Recorder der Timecode Master und die Kamera ist der Slave. Das bedeutet, die Kamera folgt dem Timecode vom Audio Recorder. Das hat den einfachen Grund, dass erstens der Audio Recorder meistens eine genauere Clock hat und zweitens wird bei der Kamera manchmal für Slow-Motion-Aufnahmen die Framerate verstellt oder ähnliches und dabei würde die Synchronität verloren gehen. Der Audio Recorder ist also typischerweise immer der Master. Gut, als erstes müssen wir ein paar Settings im Audio Recorder machen. Schauen wir uns das beispielhaft an diesem Recorder an. Zum einen muss man die Framerate einstellen. Diese stellt man bei uns in Europa typischerweise auf 25 Frames per Second. Dann gibt es einen Timecode-Modus. Hier kann man konfigurieren, ob das Gerät Master oder Slave ist. In unserem Fall stellen wir es auf 24 Stunden Run. Das bedeutet, dass der Timecode 24 Stunden durchläuft und sich nach der Echtzeit, also nach der Uhrzeit richtet. Und das Gerät ist also Master, es läuft immer der eigene Timecode durch, egal ob man im Play-Modus ist, im Record-Modus oder auch ob man das Gerät ausschaltet. Dieses Timecode Hold brauchen wir in unserem Fall nicht. Das ist nur, wenn man den Recorder als Slave betreibt. Und unter User Bits könnte man irgendwelche weiteren Informationen eingeben. Hier unter Timecode Jam Menu könnte man einen Startwert für den Timecode eingeben. In unserem Fall ist das aber hinfällig, weil sich bei uns der Timecode nach der Uhrzeit richtet und die stellt man woanders im Menü ein. Hier seitlich hat der Recorder eine Timecode-Buchse und die kann sowohl als Eingang als auch als Ausgang dienen, je nachdem welches Adapterkabel man verwendet. Ich habe hier ein Kabel mit einer roten und einer grünen Seite. Und die rote Seite steckt man sozusagen in den Ausgang und die grüne Seite kommt in den Eingang vom anderen Gerät. Man sieht hier auch angedeutet, in welche Richtung der Timecode fließt. Also man steckt das hier rein, muss vorsichtig dabei sein, dass man keine Pins abbricht. Das sind ganz zarte Pins. Sodala, hier haben wir nun den Timecode vom Audio Recorder anlegen. Wohin steckt man dieses Kabel jetzt? Man könnte es direkt auf eine Kamera stecken. Meist verwendet man aber ein sogenanntes Lock-Hit. Das hier ist ein solches Lock-Hit. Einfach eine Kiste. Man kann sie hier seitlich öffnen und Batterien reingeben. Über diese Schrauben kann man noch verschiedene Dinge einstellen. Hier vorne sieht man, was man genau einstellt. Im Grunde genommen stellt man die Framerate ein und das genaue Videoformat. Und über diesen Schalter kann man das Gerät nun einschalten. Wir sehen hier jetzt, dass diese LED rot blinkt. Das bedeutet, dass das Gerät noch keinen gültigen Timecode empfangen hat. Und nun stecken wir das grüne Kabel, das auf der anderen Seite mit dem Recorder verbunden ist, hier rein. Wiederum vorsichtig, ohne irgendwelche Pins abzubrechen, in der richtigen Richtung. So, und jetzt sieht man, es blinkt grün. Das heißt, es hat gültigen Timecode empfangen. So, was macht man nun mit diesem Teil? Also dieses Teil hat nun den korrekten Timecode, der läuft intern immer weiter und den gibt man jetzt an die Kamera weiter. Je nachdem, wenn die Kamera auch so einen 5-poligen Lemo-Stecker oder eine Buchse hat, kann man genau dasselbe Kabel wieder verwenden, nur umgekehrt. Oder es gibt auch andere Kameras, die haben BNC-Eingänge. Da verwendet man dann 2 solche BNC-Kabel und verbindet eines mit dem Eingang Timecode und eines mit dem Eingang Sync.
Es gibt jetzt grundlegend zwei Möglichkeiten. Entweder man beimpft den Timecode sozusagen nur einmal, das heißt, man steckt einmal das Lockheed kurz an, die Kamera übernimmt dann den Timecode und läuft intern weiter. In diesem Fall sollte man vielleicht alle paar Stunden mal nachimpfen. Oder die genaueste Methode wäre, man montiert das Lockheed auf der Kamera, lässt diese Timecode-Kabel immer stecken und hat dann garantiert immer den korrekten Timecode auf der Kamera. Gut, das heißt, der Audiorecorder und die Kamera haben nun immer denselben Timecode. Der Audiorecorder zeichnet Broadcast Wave Files mit einem Timestamp auf und in der Schnittsoftware später kann dann Bild und Ton automatisiert synchron angelegt werden. Typischerweise verwendet man aber trotzdem oft noch zusätzlich eine Klappe, falls mal mit dem Timecode was nicht funktioniert, und auch der Übersicht halber, weil auf der Klappe dann immer steht Szene 1, Take 3 oder sowas. Dann sieht der Videocutter im Bild immer sofort, um welche Szene es sich handelt, ohne dass er reinschauen muss.